Hello and welcome to a new video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Today it's another flip-through video of a new journal I made. Heute wird es wieder ein Flip-through-Video geben zu einem neuen Journal, das ich gemacht habe. Das seht ihr hier. And this is a very special journal because it was a topic that I had no idea what to do. It was very, very difficult, but I hope I managed it. So, yeah, let's see. Dieses ist ein sehr besonderes Journal because Entschuldigung, weil ich keine Ahnung von diesem Thema hatte. Aber irgendwie stelle ich gerade fest, dass jedes Journal ein besonderes ist. Irgendwie fange ich immer so an, ja, das ist ein besonderes Journal. Ja, jedes ist irgendwie ein besonderes. Aus welchen Gründen auch immer. Diesmal eben, weil ich wirklich absolut keine Ahnung hatte, wie ich das machen soll. So the topic is the TV show Lost. So no, it's not a show. It's like a series. Do you know what I mean? I think the most of you know this. Yeah, this TV format, and yeah, I have seen a part of the first thing of this TV thing, but I had no idea what's going on with this stuff. Das hier ist ein Journal über die Fernsehserie Lost. Die meisten von euch kennen das vielleicht. Ich kannte das jetzt nicht wirklich. Ich habe, glaube ich, die Hälfte von der ersten Staffel gesehen oder so, aber das ist auch schon ziemlich lange her und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Aber ich hoffe, dass es zur Zufriedenheit gelungen ist. So in this TV thing, there is the problem that a group of people had an accident with a plane, and they came to an island where they had to survive, and there are many strange things during this whole very, very long story. And there are many people, yeah, who act together, and yeah, there are many mysterious things. And I tried to put the feeling of this whole thing into this journal. And I searched very, very long for a thing for the cover and for the inside pages, because I had no material from this from this original TV show. So I had to find some fitting stuff. Ich habe ein bisschen das Problem gehabt, dass ich kein Originalmaterial von dieser Serie hatte und ich wollte aber dieses ganze Gefühl, was in dieser Serie überkommt, irgendwie in dieses Buch bringen. Grundsätzlich geht es darum, dass eine Gruppe von Leuten mit einem Flugzeug abstürzt und auf einer einsamen Insel überleben muss, und dort passieren relativ viele strange Sachen. Während dieser ganzen, ja, Sendung. Ich glaube, wie viele Staffeln gibt es da? Keine Ahnung, 740 oder so. Ja. So, the first thing I did was this cover. Let me try to show you without damaging the book. So this is the cover. And I tried to do it like a little bit like a jungle feeling. And for this, I had a stencil. Let me show you. Yeah, I'm not very organized today, sorry. I bought this stencil. It's from Wish, and I have to say that's my first order from Wish. That was my first order from Wish, and I am very, very surprised how good the quality of this stencils is. So, ja, ich habe diese Schablone für das Cover bestellt bei Wish und ich bin wirklich überwältigt, was das für eine Qualität ist. Teilweise sind diese Blätter nicht so richtig ausgestanzt gewesen oder so, aber das war überhaupt gar kein Problem. Kann man einfach mit dem Cuttermesser ein bisschen ausschneiden, aber für unter €1, muss ich sagen, ist das wirklich eine Hammerqualität. Hätte ich niemals gedacht. Nur mal so nebenbei. Ja, so this little spooky thing here is an abstract version of the logo from the airplane company that is in this TV thing. Das hier ist so eine abstrakte
Darstellung von dem Logo von der Fluggesellschaft. Normalerweise hat das andere Farben, also diese Kreise haben eigentlich so einzelne Farben, aber ich habe das mit Brushes so eingefärbt, weil ich eben nicht das Original darstellen wollte, sondern ein bisschen abstraktere Version. So I painted this with acrylic paints and then I put it some brusho color over it and water, and then yeah, this is the result. And in this whole story there are some numbers that have a special meaning. So I also ordered from Wish this stencil here, and as I said before, very, very good quality. It's a little bit thinner than the yeah, stencils from some brands or something like that, but it works very, very fine. Für die Nummern, die eine besondere Bedeutung haben in dieser Serie, habe ich diese Schablone hier bestellt bei Wish und habe sie dann auch mit Acrylfarbe hier so drauf gestempelt und auch mit den Brusho-Farben dann so ein bisschen eingefärbt. And some of them have, as I said, a special meaning, so I highlighted them with a white Posca pen. Diese Nummern, die eben dort eine besondere Rolle spielen, habe ich mit so einem weißen Posca-Stift. It's no Posca, sorry. It was a Uniball, a white Uniball pen. So let me show you. Perhaps you don't know this pen. It's this one. Upsala. Uniball Signo Broad pen. It has a number 2, I think it's when you put this to Amazon or somewhere else, you can find this white pen. I think it's one of the best white pens, even if I haven't found a really, really good white pen in this world. So some problems you will have with every white pen in this world, I think. Ja, also wenn ihr diese Nummer, die ihr da eben gesehen habt, bei Amazon oder so eintippt, dann werdet ihr diesen Stift dort finden, falls ihr ihn euch irgendwie bestellen wollt oder so. Yeah, and then a very special thing I have is this paper. These are only 3 examples from my leftovers. So this is a printable from Angelika Menzel. Hallo Angelika, ich muss jetzt auch mal so machen wie du. Hallo Angelika. So machst du nämlich immer, wenn du irgendwas über meine Sachen im Video sagst. Dann muss ich das auch mal so machen. So she has 3 sets of very, very interesting eco-dyed paper in her Etsy shop. I will put the link below this video. And I thought that this eco-dyed paper fits very, very good to this jungle and island theme. So because here are some elements that look like fire, and also these plants that are not so typical plants. So everything that I saw in the pictures of this TV show looked a little bit like this. And yeah, she has very, very awesome sets in her Etsy shop, so you can check it out, and perhaps you would like to order some of these incredible papers. Dieses Papier habe ich von der wunderbaren Angelika Menzel. Die hat dieses auch in ihrem Etsy shop. Falls ihr da vorbeischauen wollt, ich verlinke euch das unter dem Video. Und ich habe gefunden, dass diese Papiere, das hier sind jetzt nur 3 Beispiele aus einem von ihren 3 Sets. Das war jetzt, was ich so übrig hatte. Ich habe gefunden, dass das sehr, sehr gut zu dem Thema von dieser Serie passt, weil das alles so ein bisschen so abstrakt, dschungelmäßig aussieht und nicht so ganz typisch eco-geprintet, wie man das eben so aus anderen Shops oder so kennt. Und auch diese Pflanzenabdrücke, die man hier sieht, die sind ja eben so ein bisschen abstrakt. Man kann aber trotzdem erkennen, dass es Pflanzen sind. Und deswegen habe ich gefunden, dass das ganz, ganz gut passt, weil alles, was ich so aus der Serie gesehen habe, war alles so ein bisschen abgewrackt. Und teilweise hat man hier so Elemente, wo ist das jetzt wieder hin? Da. Was so ein bisschen aussieht wie Feuer, was ganz gut zu diesem Flugzeugabsturz zum Beispiel auch gepasst hat. Ja, also, wenn ihr das euch bestellen wollt, geht auf Angelikas Shop und checkt das mal aus. Of course, you can print this without this white border, but my printer is not
can't print without this border. So I cut this off, and yeah, in some places I left this white frame here because I like when it's not that equal in every page. Ihr könnt das natürlich auch randlos drucken. Wenn ihr das zum Beispiel auf DIN A4 drucken wollt, dann hat das hier keinen Rand. Man kann den natürlich abschneiden, was ich teilweise getan habe. Manchmal habe ich ihn aber auch da gelassen, weil ich das teilweise ganz schön finde, wenn das nicht alles so gleichmäßig ist. Okay, so let's see what's inside this journal. I have a little problem with my desk here. I have to put this away because I don't like it when this stuff is here. So yeah, for the first page, I decided to put this fabric here. It's a little spooky fabric because it has this green, things here, and very light green. It's a little bit like hair or leaves from some plants or something like that. And in the background, I used a stencil again. This one here, also from Wish. Für dieses Vordercover, Innencover, habe ich mir überlegt, ich nehme hier dieses Dings hier, Stoff, weil der so lustige Fäden hier hat und ein bisschen aussieht wie so ein Busch. Und im Hintergrund, was ihr da eben näher gesehen habt, ist einfach diese Schablone gestempelt. And then I found in another book this front picture here with this part of an airplane. And yeah, I thought it would fit, and I wrote this words here. I hope you can see that. Ja, für die erste Seite habe ich hier dieses Flugzeug gefunden. Das ist zwar jetzt nicht der Ort, wo es spielt, aber ich fand es trotzdem ganz passend. And then I tried to find some information about the place where this story was told. And it's this island here. So I searched in my atlas. How do you call that in English? I don't know. So where I have my maps, I searched and I was very happy when I found this picture here, because this is the island where this story is played. Ich habe dann in meinen Atlanten herumgesucht und glücklicherweise diese Karte gefunden, die ihr hier unten seht, aus der ich dieses Täschchen gemacht habe, mit der Originalinsel, eine der hawaiianischen Inseln, wo diese Geschichte spielt. And then I searched for some pictures like this one from the actors of this story and put them here behind some pockets with some jungle feeling, I hope. And this says the first part is fire, and this is from another book. It's not in it's not from this lost film, but the first part tells fire because the plane has an accident and then there is fire. So I hope that is that makes sense. So, für eine der ersten Seiten habe ich mir überlegt, aus einem anderen Buch habe ich das hier gefunden. Teil 1 Feuer, weil das Flugzeug ja abstürzt. Und dann haben wir da Feuer und Teil 1 Feuer. Ja, also ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Manchmal machen ja auch Sachen Sinn, die man selber sich so überlegt hat, aber für andere Leute macht das keinen Sinn. Aber für mich schon. Ja, jetzt muss ich mal kurz nochmal improvisieren. Auf der nächsten Seite findet ihr hier so eine kleine Lasche, wo man etwas dahinter stecken kann. Genauso wie hier, wo man also noch selber irgendwelche Informationen, Bilder und so weiter einfügen kann. And this is the first page that you can see here from this printable I showed you before. This page from Angelika. And I made this very, very rough border here with all the pages that you can see here. And I left this white border there because I wanted this little contrast from the top to this side. And on the bottom it's also very regular. Ich habe die Seiten an dieser Seite von dem
sichtbaren Teil der Seiten quasi so abgerissen. Das hier ist eine Seite von Angelikas Printable. Und ist extra so ein bisschen kontrastreich gemacht. Hier oben habe ich einfach das so gelassen und auch diese weißen Ränder so gelassen und auf der anderen Seite einfach abgerissen. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen Kontrast machen. And look at this really, really incredible Eco-Dyed paper. And I have to say, this is only printed on copy paper. That's no special paper like photo print paper or something like that, and you really get really, really, really nice results, even if it's not a high quality paper. Ich habe die Seiten von Angelika auf ganz normalem Kopierpapier ausgedruckt und wie ihr seht, kriegt ihr ein richtig, richtig geiles Ergebnis. Also auch wenn ihr kein Fotopapier benutzt, ist es richtig geile Qualität, was sie da abliefert. Also man muss nicht unbedingt sehr hochwertiges Papier nehmen, dass das ganz wunderbar aussieht. Yeah, then I have some quotes that I wrote here in German that are were said by the actors in this film. And the most of these journaling cards, they are made with some brush-o experiments. And I thought that fits very good because it is an island and it's a little bit contrast between this jungle and the water. Die meisten Journaling Cards, die ich gemacht habe in diesem Buch, sind mit den Brush-o-Farben eingefärbt. Ja, wollt ihr eigentlich ein Brush-o-Video von mir sehen? Oder gibt es schon genug Brush-o-Videos auf YouTube? Ich weiß es nicht. So I just asked myself if you would like to see a video about the brush-os or if there are already enough brush-o videos in this world and on YouTube. I don't know. Ja, ich habe dieses Blau da gewählt von den brush-os. Das ist, wie heißt jetzt das? Finde ich das jetzt so schnell? I don't know if I will find this blue that I used for this. No, I can't find it. Yeah, if you want to know which blue it is, you have to write me a comment, please, because I have this set of 24 colors of the brushes and I can't find it in this time here. Yeah, this is brushes through a stencil. I thought I would try it out. I never did this before because I'm new with brushes, and I think that looks very cool. Ja, ich habe das hier mit diesen Brushes gemacht durch diese Schablone, die ich euch eben gezeigt habe, und ich hatte keine Ahnung, ob es funktionieren wird, weil ich habe die Brushes noch nicht so lange und bin da so ein bisschen Neuling, aber ich finde das sehr geil. Das schaut ganz gut aus, finde ich. Ja. And I tried to find some green things like this here that are fitting together. And yeah, and sometimes I wrote some facts about the film. And of course, belly bands and some journaling cards. And this is from a very abstract acrylic art book. And I thought that fits very good to this topic. Diese Journaling Card, die ich da gerade gezeigt habe, ist aus einem abstrakten Acrylmalerei-Buch. Habe ich gefunden, dass das ganz gut dazu passt. Finde ich jetzt immer noch. Ja. And I left very much space for something that you can do here. So if you want to journal here or write some other quotes from this film, you can do it here on the free space. So this is the name of the flight and the number of the flight. Da ist der Name von diesem Flugzeug und die Nummer von dem Flugzeug. Ein bisschen versteckt hier. Yeah, and this is very interesting for me because I searched for some fitting paper and then I found this also in this acrylic painting book, and yeah, these people look for me like the actors in this film because yeah, they have
nothing to eat, and yeah, it's a very strange and dark atmosphere, and I thought that fits very good. Das ist auch aus diesem Acrylmalerei-Buch, und ich fand dieses Bild einfach total passend, weil mich das so an die Schauspieler und an diese ganze Stimmung einfach in dieser Serie erinnert hat. Deswegen habe ich das dort mit hineingetan. Another journaling card, and here was on the back side of this picture here, there was a sentence, and behind this belly band here, there's the rest of the sentence, and I left only these two words. It says the death, der Tod. Ich habe diese zwei Dings hier, Wörter, gelassen. Der Rest vom Satz geht hier hinter dem Bellyband weiter. Das sind so kleine Sachen, wo ich, ja, wie ihr wisst, immer so ein bisschen Wert drauf lege, dass da so kleine versteckte Sachen sind, wo man eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick drauf kommt. So viel zum Beispiel hier denkt man, oh ja, eine Atlasseite, aber wie ihr seht, ist hier nochmal die Insel und eben, ja, der richtige Ausschnitt von dem Atlas und nicht irgendwas. Yeah, this is a thing from this film too, and I have a little tip. If you try to do this hand, so it's my own hand, with some color, please don't use Brussels color. This is the color I did it with, so this Brussels violet, and yeah, it reacts to water, but if it is on your hand and you try to wash it, your hand will be purple. So I don't know if you can see that, but here are some rests of this color. I think this is here for 3 or 4 days, and that is very, very strange, because yeah, you can mix it with water, but you will have violet hands. Wenn ihr diese Brush-Farben benutzt, die ja bekanntlich wasserlöslich sind, um zum Beispiel so einen Handabdruck zu machen oder was auch immer, achtet bitte darauf, zieht euch Handschuhe an oder keine Ahnung, dann wird es wahrscheinlich natürlich nicht so, ist ja klar, aber ihr kriegt es nicht von euren Händen wieder ab. Ich weiß nicht warum, das ist wasserlöslich, aber ich habe hier immer noch so Reste davon, es ist inzwischen gelb geworden, nach 3 oder 4 Tagen von diesem Zeug hier an meiner Hand. Ja, so, little bit tricky. If you like to try this, please put water to your hand, and then put some Brussels crystals to your hand, and then do it like this, and then put it to the page. Also ich habe meine Hand mit Wasser eingesprüht, dann ein bisschen von dem Brussels-Pulver drauf und ein bisschen so gemacht, nicht zu doll, sonst sieht man nämlich diese coolen Farbeffekte nicht mehr, und dann einfach drauf gedrückt. Und danach mich gewundert, warum das nicht mehr von meiner Hand geht. Ja. So ist das aber manchmal, ne? Muss man ja auch mal so ausprobieren. Was man als Kind so gemacht hat, kann man ja als Erwachsener dann auch irgendwie so tun. Vielleicht. So another quote on this Ecodite paper and a book page. Some maps. And the name of this film. Und ich habe dann auch teilweise so ein paar Pflanzen, die mir ein bisschen so urwaldmäßig erschienen, mit diesen Wurzeln und so weiter, versucht da einzubauen, dass ich so ein kleines bisschen Abwechslung kriege. Unter anderem auch diese Wolke hier, was eigentlich gar keine Wolke ist, das ist nämlich von so einem Vulkanbuch, von einem Vulkanausbruch ist das. Oh mein Gott, 15% Akku, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Ja, what can I say about this? I have a song that runs through the whole journal. Perhaps you recognized it already. Here on the border of the pages, I wrote this song so that when you have the book like this and you flip through the pages, you can read the whole song. Am Rande der Seiten habe ich noch so ein kleines Lied untergebracht, sodass, wenn du das Buch quer hältst, du dieses Lied komplett lesen kannst, weil immer hier so eine Zeile ist.
teilweise eben auch so auf 2 aneinanderfolgenden Seiten. Ja, ergibt dann, wie soll man sagen, ein Daumenkinolied vielleicht. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich dir auch selber vorsingen. Wäre eine Möglichkeit. Yeah, as I said, very, very much space for own photos and journaling and quotes and, yeah, whatever you like. And this reminds me to the accident of the plane. This is from a Vulkanausbruch, Vulcano. Do you know this big mountain where fire comes out? I don't know the English word for that. So I thought it's not a plane accident, but the feeling of this colors reminded me to this airplane accident, so I chose that. And this is also from this original film. Yeah. And the people in this film, yeah, they had a special thing to do. They have yeah, something like a machine where they have to put a special order of these numbers. And because of that, I have this number 108. Now here it is not, but somewhere here. Perhaps you saw it before. This number 108 here. It's very often in this book because it's a very, very special point of this whole thing. And yeah, I stamped it very often because, yeah, in this film it has a very special meaning. Diese Zahl 108 kommt hier deshalb so oft vor, weil die Schauspieler bzw. die Personen in der Serie eine gewisse Zahlenfolge in so eine Maschine oder sowas ähnliches eintippen müssen und die Summe dieser Zahlen ist 108 und deswegen kommt die 108 so oft vor und eben auch diese anderen Zahlen, vielleicht habt ihr das da eben so bemerkt, die ich mit dieser Zahlenschablone gemacht habe und weil es eben so prägnant und markant ist, deswegen habe ich das hier so oft wiederholt, weil es eben in der Serie auch immer und immer und immer wieder um diese 108 geht. Jo. I like this flower. This is very, very special. It's from a very, very old book and yeah, I fuzzy cutted it out and put it into this belly band. I think that looks very nice. This purple is so incredible in reality. I think you can't see that in my camera because of this glossy paper, but it's very beautiful in reality. Diese Blume da ist von einem sehr alten Buch. Ich finde die einfach irgendwie voll geil. Deswegen habe ich die da eingebaut, weil die aufgrund dieses, ja, etwas altrosa-pinken Farbtons irgendwie ganz gut dazu passt. Hat mich so ein bisschen an Dschungel erinnert. Ich war noch nie im Dschungel, aber vielleicht gibt es da solche Pflanzen oder solche. Wie aus dem Kit von Angelika. Hier auch noch ein paar Seiten davon. Um es nochmal zu erwähnen, falls jemand ans Ende von das Video scrollt. Falls jemand an das Ende von das Video scrollt. Ja. Deutsch ist schon eine schwierige Sprache. Vor allen Dingen dann, wenn man versucht, sie mit der englischen Sprache zu mischen. Okay, so this is the end. By the way, this under the fabric is Brusho color 2. And as you can see, you can get very interesting effects. So, yeah, like this little yellow and bluish dots. And even if you make a mistake, like I did here, I spritzed it with the water to the other page. That was an accident, but I think that looks very, very, very cool. Yeah. Ja, das ist übrigens auch Brusho-Farbe, was hier unten unter diesem Stoff ist. Und selbst wenn man einen kleinen Fehler macht, wie ihr da eben in dem Zoom gesehen habt, schaut das irgendwie noch ganz geil aus, wenn das aus Versehen das rüberfliegt, weil die Brushos sind ja so ein Pulver.
Und da ist mir das aus Versehen passiert, dass es mit dem Wasser da so rüber gespritzt ist auf die andere Seite. Aber ja, auch solche Unfälle schauen manchmal irgendwie ganz cool aus. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Dieses ein bisschen andere Buch. I hope you like this journal and I hope we will see the next time. Yeah, I think I have to do a lot of journals in the next time because I have many orders, and I think there will be very different things in the future, and yeah, I hope you will be here and with me and with the others to see these journals. And what I have to say in the end, I am planning some live videos for the future, and perhaps you like to comment below what you would like to see. Yeah, perhaps you have some ideas what you would like to see. A brush video, as I asked before, is this a content that you would like to see? If yes, please comment. Or some special themed journal, please comment. If you like to see something, yeah, what's in your mind, then leave a comment. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes von mir sehen wollt, irgendwelche bestimmten Themen oder so, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auch ein Live-Video machen in nächster Zukunft, da ich das ja jetzt kann mit meinen 1000 Abonnenten, juhu. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, könnt ihr mir gerne hinschreiben, was ihr so sehen wollt, was für Themen ihr sehen wollt. Ich habe jetzt einen Haufen Arbeit am Popo, weil ich sehr viele Bestellungen habe, was ja, physische Journals betrifft und ungefähr 714.000 Anfragen, was irgendwelche digitalen Kits betrifft, was ihr unbedingt haben wollt. Ja, es kommt, hoffe ich. Und ihr könnt gespannt sein auf diverse Themen und ganz unterschiedliche Sachen, die jetzt in Zukunft kommen werden. Aber wie gesagt, wenn ihr spezielle Wünsche habt, schreibt mir das bitte einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, das irgendwie zu berücksichtigen. Okay, so I have to go to my craft table now without this book, but with another book. And I hope we will see the next time. So have a nice day and have a nice time and we will see the next time. Bye bye. Habt einen wunderschönen Tag. Vielleicht bastelt ihr auch noch irgendwas heute. Basteln, ich hasse dieses Wort. Neulich hat es jemand zu mir gesagt und seitdem ist das ständig in meinem Schädel. Aber ja, ist jetzt vielleicht auch, wie soll ich sagen, ein persönliches Problem, was ich mit diesem Wort habe. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.